Hallo! Vor einiger Zeit habe ich ja schon die Workout-Routine für Handstandempfänger Nummer 1 herausgebracht und heute zeige ich dir in den nächsten Minuten die Workout-Routine Nummer 2. Deswegen habe ich mich gerade schon ein wenig aufgewärmt. Diese Workout-Routine empfehle ich dir, wenn du im Handstand schon fortgeschrittener bist, beziehungsweise die Workout-Routine Nummer 1 schon für mindestens einen Monat gemacht hast. Solltest du diese Routine Nummer 2 für 1 bis 2 Monate für 2 bis 3 Mal die Woche trainieren, solltest du den Handstand für 30 Sekunden bis 1 Minute danach freistehen können. Deswegen werde ich nun keine Zeit mehr verlieren und sofort anfangen. Viel Spaß! Natürlich beginnst du mit der Aufwärmung. Hier konzentrierst du dich speziell auf die Arme und Schultern, da sie die meiste Last tragen werden. Handgelenks-Warm-up. Der Twist. Beginnen tust du diesmal mit einer koordinativ anspruchsvollen Bewegung, die deine Handgelenke gut warm macht. Als erstes winkelst du dein Handgelenk nach oben an. Die nächste Bewegung ist das Abklappen des Handgelenks nach unten. Nun drehst du dein Handgelenk so, dass deine Finger wieder nach oben zeigen. Wenn du dort angekommen bist, klappst du die Hand nach unten. Das machst du dann auch wieder rückwärts. Du klappst die Hand nach oben an, drehst dein Handgelenk und winkelst die Hand wieder nach oben. Mach es ruhig erstmal langsam, bis du die Bewegung im Muskelgedächtnis hast. Später kannst du versuchen, die Bewegung schneller auszuführen, so wie ich es dir gerade zeige. Zusätzlich kannst du dann noch versuchen, die Arme dabei zu nutzen, wie du es hier gerade siehst. Das solltest du 2-mal für 30 Sekunden bis 1 Minute machen. Vielen Dank nochmal an Frankie Handstand, von dem ich diese Übung lernen durfte. Handgelenksdehnung. Die zweite Übung für die Handgelenke ist zur Aufwärmung und zum Vordehnen. Dabei kniest du dich auf den Boden und stellst deine Handgelenke auf. Nun lehnst du dich nach vorn, bis du ein Ziehen feststellst. Begib dich in eine Position, wo du dich wohlfühlst, aber ein Ziehen merkst und halte diese Position für 30 Sekunden. Nun legst du deinen Handrücken auf den Boden mit den Fingern zu dir zeigend. Streck deine Arme nun durch und gehe nach hinten mit deinem Körper. Gehe so weit in die Dehnung, wie du sie für 30 Sekunden aushalten kannst. Dabei kannst du auch versuchen, deine Hände zu schließen. Wenn du aus der Dehnung gehst, schüttelst du deine Hände kurz aus und stellst sie mit den Handflächen und den Fingern zu dir zeigend auf den Boden. Versuch nun, deine Arme durchzustrecken und gehe nach hinten mit deinem Körper. Nun gehst du in die Dehnung rein, sodass du es für 10 Sekunden aushältst. Nach 5 Sekunden gehst du zurück, entspannst dich kurz und gehst wieder in die Dehnung. Das machst du dann 5-mal. Nun sollten deine Handgelenke aufgewärmt sein. Ich empfehle dir, die 3 Variationen 2-mal zu machen. Ellenbogen-Tornado. Um deine Ellenbogen diesmal aufzuwärmen, legst du einen Ellenbogen auf der Handfläche ab. Nun fängst du an, kreisende Bewegungen mit deinem Arm zu machen. Versuche die Bewegung dabei in dem für dich vollen Bewegungsumfang auszuführen. Drück dabei deine Handfläche und den Ellenbogen ruhig gegeneinander. Mach das ruhig 2-mal pro Seite für 30 Sekunden bis 1 Minute. Schultertwists. Du streckst deine Arme zu den Seiten aus. Nun drehst du einen Arm nach vorn und den anderen Arm nach hinten, wie du es hier gerade siehst. Um den vollen Bewegungsumfang zu nutzen, integrierst du deine Schultern mit in die Rotation und ziehst die Schulter von dem Arm, der nach hinten rotiert, nach hinten und die Schulter von dem Arm, der nach vorn rotiert, nach vorn. Der Kopf sollte dabei immer zu der Hand schauen, die nach hinten rotiert ist. Der Oberkörper kann bei dieser Bewegung mitgehen und muss nicht steif bleiben. Ein kleiner Tipp zur Ausführung: Stell es dir so vor, als würdest du ein nasses Handtuch ausringen wollen, dass am Ende kein Wasser mehr drin ist. Ich empfehle dir, das 2 bis 3 Mal für 20 Wiederholungen zu machen. One more to go und dann geht's auch schon zum Workout. Push and Hold. Du stellst dich mit geschlossenen Füßen gerade hin. Nun streckst du deine Arme nach oben und versuchst dich so lang wie möglich zu machen. Das hältst du für 10 Sekunden. Nun gehst du mit deinem Oberkörper nach vorn und hältst im 90-Grad-Winkel an. Nun versuchst du dich wieder mit deinen Armen länger zu machen und hältst das für 10 Sekunden. Nach der kurzen Haltezeit gehst du nach unten und hältst diese Position auch für 10 Sekunden. Wenn du das geschafft hast, gehst du wieder nach oben. Das machst du 3-mal in Folge. Nun solltest du mehr als warm genug sein. Das waren weitere Aufwärmübungen, die ich nur empfehlen kann zu machen, bevor du mit dem Handstandtraining startest. Natürlich kannst du auch das Aufwärmprogramm von meinem Handstand-Workout-Routine Level 1 machen oder du wechselst die Aufwärmroutine jedes Mal durch, je nachdem, wie du magst. Okay, beginnen wir mit dem Training. Pike Jumps. Als erstes eine Übung, um ein Gefühl für die passende Position
die durchgestreckten Ellenbogen, die rausgedrückten Schultern zu bekommen. Dafür stellst du deine Füße nebeneinander auf. Nun beugst du dich nach vorn und stellst die Hände auf dem Boden auf. Wenn du wegen deiner Dehnung noch Probleme haben solltest, die Beine dabei durchzustrecken, ist das kein Problem. Dann lass die Beine angebeugt. Ich empfehle dir aber, deine Dehnung so schnell wie möglich, so gut es geht zu verbessern, da eine gute Dehnung essentiell für spätere Schritte bzw. Progression im Handstand ist. Wenn du noch ein paar Tipps, Anregungen zur Dehnung brauchst, schau dir doch mein Video zum Thema Dehnung an. In der Beschreibung findest du nochmal einen Link dazu. Nun beugst du deinen Kopf nach innen, dass du in Richtung Brust bzw. Bauch schaust. Nun merkst du dir das Gefühl dieser Position und schaust wieder in Richtung Hände. Der Kopf sollte nun zwischen den Armen bleiben und nicht so vorstellen, wie er es davor getan hat, bevor du in Richtung Brust geschaut hast. Das sieht nun schon mal nicht schlecht aus. Der nächste Schritt ist, dass du die Ellenbogen so gut es geht durchdrückst und du dich aus den Schultern drückst. Nun versuchst du in dieser Position mit dem Oberkörper so zu bleiben und die Spannung in den Armen und Schultern aufrecht zu erhalten. Jetzt fängst du an und machst 10 kleine Sprünge. Nach den Sprüngen schüttelst du dich kurz aus, machst dich locker und wiederholst das Ganze noch 2 Mal, dass du am Ende 3 Sätze hattest. Achte dabei, so gut es geht, auf das Herausdrücken aus den Schultern und das Durchdrücken der Ellenbogen. Wandlaufen. Nun suchst du dir eine freie Wand. Du stellst dich mit dem Rücken zur Wand auf, legst die Hände auf den Boden ab und läufst nun die Wand langsam nach oben. Oben angekommen hältst du den Handstand für 5 bis 10 Sekunden und läufst dann wieder zurück. Wenn du kurz vom Boden mit den Füßen angekommen bist, hältst du dort an und gehst zurück nach oben. Wenn du am Anfang nur bis zur Hälfte kommen solltest, ist das auch in Ordnung. Ziel sollte es aber sein, mit den Füßen so nah es geht zum Boden zu kommen. Versuch die Schritte mit den Händen so groß zu machen, wie es dir möglich ist. Wenn es dir noch nicht möglich ist, nah an die Wand mit den Händen zu kommen, bleib in dem Bereich, wo du sicher bist und dich noch wohlfühlst. Es bringt nichts, wenn du dich überschätzt und verletzt. Achte darauf, dich während der ganzen Übung so gut es geht vom Boden wegzudrücken mit den Schultern. Ich empfehle dir, die Übung für 3 bis 5 Sätze mit jeweils 5 bis 10 Wiederholungen zu machen. Zwischen den Sätzen machst du maximal 2 Minuten Pause. Wenn du dich nach 30 Sekunden fit fühlen solltest, machst du dann schon weiter. Wenn du länger brauchst, nimm dir die 2 Minuten. Somit trainierst du auch noch deine Ausdauer, wenn du die Pausen kürzer hältst. Ein gutes Ziel ist es, die Pausen in jedem Training ein wenig zu verkürzen. Diesen Ansatz für die Pausen nehmen wir für jede weitere Übung im Training. Zwischen den Pausen empfehle ich dir, auch Ausgleichübungen für deine Handgelenke, Schultern und Ellenbogen zu machen, damit sie nicht überlastet werden und du verletzungsfrei bleibst. In meinem Video Top 3 Ausgleichübungen für den Handstand findest du die Übung, die ich immer nutze in meinen Pausen. Kommen wir zur dritten Übung. Handstandaufgang. Der Handstandaufgang ist eine Bewegung, die meist vergessen wird zu üben, obwohl sie eine wichtige Rolle spielt. Das Ziel sollte sein, bei 9 von 10 Versuchen in den Handstand zu kommen und zu bleiben. Um das zu realisieren, stellst du dich ungefähr 1 Meter vor die Wand. Nun bringst du dich in die Pike Jump Position. Wenn deine Ellenbogen und Schultern durch bzw. rausgedrückt sind, hebst du ein Bein vom Boden. Mit dem Bein schwingst du nun nach oben, um in den Handstand zu kommen. Ziel hierbei ist es, so wenig Schwung wie möglich zu nutzen und die Wand nicht zu berühren. Hiervon machst du 5 Sätze mit jeweils 10 Wiederholungen. Wenn du im Handstand angekommen bist, hältst du das für 2 bis 5 Sekunden. Dann gehst du zurück auf den Boden mit deinem Bein und wiederholst das sofort, bis du 10 Wiederholungen voll hast. Die Wand ist nur zur Sicherheit da, dass du nicht umfällst. Wenn du 8 von 10 Wiederholungen ohne die Wand zu berühren stehst, kannst du anfangen, diese Übung ohne Wand zu üben. Wandhandstand zum freien Handstand. Für diese Übung stellst du deine Hände eine Schrittbreite von der Wand auf. Nun läufst du die Wand wieder nach oben, aber deine Arme bleiben an der Stelle. Wenn du oben angekommen bist, bringst du deine Handgelenke, Schultern und Hüfte in eine Linie. Wenn du dafür noch kein Gefühl hast, frag jemanden, ob er dich spottet und dich in die richtige Position bringt, oder nimm dich selber dabei auf und schau, ob deine Ausrichtung gepasst hat. Wenn deine Ausrichtung stimmt, gehst du nun mit einem Bein über deine Körpermitte hinaus. Geh ruhig so weit du kannst mit deinem Bein, solange du kein Hohlkreuz machst und nicht nach vorn umfällst. Nun ist Spielen angesagt. Das heißt, das Ziel ist nun, mit deinem überstehenden Bein genug Gegengewicht zu schaffen, dass du in Balance kommst, um das Bein, was an der Wand steht, leicht von der Wand zu lösen und viel Zeit frei zu stehen. Es reicht, wenn das Bein leicht gelöst ist. Lass es aber zur Sicherheit nah an der Wand, bis du dich sicher fühlst.
Die Position hältst du nun für 30 Sekunden bis 1 Minute 15 für 3 bis 5 Sätze. Wenn du das Gefühl für den freien Handstand nach einiger Zeit hast, versuche deine Beine dann langsam zu schließen und in den geraden Handstand zu kommen. Das aber auch wirklich nur, wenn du mindestens 30 Sekunden frei stehen kannst, weil meistens überschätzt man sich, geht mit den Beinen zusammen und fällt zu schnell um, da die Hebelwirkung größer ist mit geschlossenen Beinen. Und du willst ja, solange es geht, im freien Handstand verbringen. Deswegen schließe die Beine langsam bis an den Punkt, wo du auf 30 Sekunden Haltezeit kommst. Liegestütz plus Schulterschwags. Der Liegestütz ist eine weitere gute Übung, um Kraft in den Schultern-, Brust- und Trizepsbereich aufzubauen und den ganzen Körper unter Spannung zu bringen und zu kräftigen. Die zusätzlichen Schulterschwags sind eine spezielle Erweiterung, die sehr förderlich für den Handstand ist, da du so nochmal mehr das Gefühl für das Herauspressen aus den Schultern bekommst. Hier nochmal die wichtigsten Punkte, auf die du beim Liegestütz achten solltest. Der Kopf sollte während der ganzen Bewegung neutral bleiben und nicht beim nach unten gehen mitgehen. Dadurch macht man es sich einfacher, weil man dadurch nicht den vollen Bewegungsumfang nutzt. Also Kopf gerade halten und so lassen. Der Körper soll unter Spannung sein wie in der Hollow Body Position und dein Hohlkreuz sollte vermieden werden. Sprich, du spannst dein Gesäß und Bauch fest an und machst dadurch deinen Rücken gerade. An der oberen Position sollten die Schultern rausgedrückt werden wie bei den Schulterschwags und wenn du an der unteren Position angekommen bist, sollten die Schulterblätter zusammengezogen sein. Bewegungsrichtung der Arme sollte am Körper entlang gehen und nicht nach außen. Der Ablauf der Übung sieht wie folgt aus. Du gehst in die Liegestützposition und machst 5 Schulterschwags. Wenn du diese gemacht hast, machst du 5 Liegestütz. Nun machst du eine kurze Pause. Nach der Pause gehst du wieder in die Liegestützposition und machst 6 Schulterschwags und 6 Liegestütz. Gefolgt von einer kleinen Pause. Als nächstes machst du 7 Schulterschwags und 7 Liegestütz. Das machst du, bis du bei 10 Wiederholungen angekommen bist. Wenn es dir zu schwer fällt, gehst du eine Progressionsstufe zurück, das heißt auf die Knie. Ziel sollte es sein, alle 5 Sätze in der Liegestützposition zu absolvieren. In den späteren Trainingssessions solltest du versuchen, die Pausenzeiten zu verkürzen oder die Übungen langsamer auszuführen. Hier nochmal eine Zusammenfassung vom Training. Aufwärmung. Der Twist. 2 mal 30 Sekunden bis 1 Minute. Handgelenksdehnung. 2 mal jede Variation. Ellenbogen-Tornado. 2 mal 30 Sekunden bis 1 Minute. Schultertwist. 2 bis 3 Mal, 20 Wiederholungen. Push and Hold. 3 mal 10 Sekunden jede Variation. Training. Pike Jumps. 3 mal 10 Wiederholungen. Wandwalks. 3 bis 5 mal 5 bis 10 Wiederholungen. Handstandaufgang plus Wandhalten. 3 bis 5 mal 45 Sekunden bis 75 Sekunden. Wandhandstand zu freien Handstand. 3 bis 5 Sätze für 30 Sekunden bis 75 Sekunden. Liegestütz plus Schulterschwags. Set 1 5 Wiederholungen, Set 2 6 Wiederholungen, Set 3 7 Wiederholungen, Set 4 8 Wiederholungen, Set 5 9 Wiederholungen und Set 6 10 Wiederholungen. In der Beschreibung findest du die Workout-Routine nochmal als PDF-Datei zum Runterladen. Nach dem Workout oder auch vor dem Workout empfehle ich dir, dich zu dehnen, da eine gute Dehnung dir vieles erleichtert bei späteren Handstandprogressionen. Ich habe auch schon ein Video zu den Dehnungen gemacht, die ich immer durchführe und für effektiv erachte. Das sollte jetzt hier oder da eingeblendet sein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und falls ja, teile es doch mit der Welt, damit auch andere davon profitieren können. Viel Spaß und Erfolg wünsche ich dir mit dem Trainingsprogramm. Dein Matschen.